Herzlich willkommen zum ZF Automatik Special für BMW und das 6 HP. Hier könnt ihr direkt sehen, welche 6 HPs verbaut wurden. Während der 14-jährigen Bauzeit gab es 2 Generationen. Angefangen hat alles mit dem 6 HP 26 um 2000 rum. Das Getriebe ist offiziell auf 600 Newtonmeter geratet, also mit einer Zugabe von 20% ca. 720 Newtonmeter. Als Faustregel für die Standfestigkeit der 6 HP Getriebe von ZF in Bezug auf das maximale Eingangsmoment kann man safe 20% auf das Rating drauflegen und erhält damit eine grobe Vorstellung, wie viel Drehmoment das Seriengetriebe hardwaretechnisch gesund handeln kann. Vorausgesetzt, der Datenstand im Steuergerät wurde angepasst. Verbaut wurde es überwiegend bei folgenden Modellen mit 6- und 8-Zylinder-Motorisierung. Pauschal lässt sich das nicht vereinheitlichen, aber 306D2, 306D3 mit Ausnahmen und 306D4 als auch der M67 D40 V8 Diesel hatten immer das 6 HP 26. Auf dessen Basis kam das abgespeckte 6 HP 19, geratet auf 400 bis 420 Newtonmeter, mit 20% Zugabe 500 Newtonmeter. Verbaut überwiegend bei 4- bis 6-Zylinder Benzinern und 4-Zylindern Diesel, also Motoren mit wenig Drehmoment. Auch der N54 Biturbo hatte dieses Getriebe. Eine weitere Variation des 6 HP 26, diesmal in der oberen Leistungsregion, ist das 6 HP 32, geratet auf 750 Newtonmeter. Mit einem Aufschlag von 20% macht das 900 Newtonmeter. Verbaut im E65 LCI mit dem M67 D44 V8 Diesel. Nun die zweite Generation 6 HP ab 2007. Als Upgrade für das 6 HP 19 kam das 6 HP 21, geratet auf 450 Newtonmeter, mit einer Zugabe von 20%, 550 Newtonmeter. Verbaut beim N55, also N54 Nachfolger im X1 und 3er. Als Upgrade für das 6 HP 26 kam das 6 HP 28, geratet auf 700 Newtonmeter, mit 20% Aufschlag 850 Newtonmeter. Verbaut im 3er als 306D5 und als Nordpol 57, als auch beim 5er und 6er LCI und F01 57i. Auch für das 6 HP 32 war ein Upgrade geplant, in Form eines 6 HP 34 mit 850 Newtonmeter geratet, mit einer Zugabe von 20%, 1000 Newtonmeter, welches es jedoch nie in die Produktion schaffte. So viel zur Vorstellung der verschiedenen Getriebetypen. Was wurde zum 5 HP Vorgänger geändert und verbessert? Die 6 HPs bauen kompakter, sind über 10% leichter und effizienter, was den Kraftstoffverbrauch senkte. Eine Neuerung war die Wandlerabkopplung im Stillstand des Fahrzeugs, was den Kraftstoffverbrauch weiter senkte und überflüssige Vibrationen vermied. Die sogenannte Neutral Idle Control, kurz NIC. Statt dass der Motor mit dem Wandler verbunden bleibt und das Fahrzeug am Losfahren durch Betätigen der Bremse gehindert wird, wird nun der Wandler abgekoppelt und nur noch eine minimale rotierende Last verbleibt im Wandler. Weiter zum nächsten Thema. Worin unterscheiden sich die 6 HP Getriebe der ersten Generation von der zweiten Generation? Folgendes wurde verbessert. Die Reaktionszeiten und die Schaltdynamik wurden um rund 50% verbessert. Heißt, die Schaltzeiten wurden mehr als halbiert. Optimierte Wandlerauslegung heißt beim Diesel ein neuer Zweitdämpferwandler, der den Schlupf minimiert, Akustik verbessert sowie Drehschwingungen reduziert.
Bei Benzinmotoren kam ein weiterentwickelter, zweistufiger Turbinen-Torsionsdämpfer zum Einsatz. Die Leistungsdichte wuchs ebenso in der zweiten Generation. Die Eingangsdrehmomente wuchsen um knapp 20%. Auch auf Stellgeräteebene gab es eine Neuerung, die sogenannte ASIS, eine neu entwickelte adaptive Schaltstrategie, zuständig für die Analyse des Fahrstils und der Fahrsituationen, um die Schaltmomente weiter zu optimieren. Bei Bedarf Erhöhung der Kühlerdurchflussmenge um bis zu 50%. Die neue Wandlerstrategie, Bauoptimierung und Verbesserung der Hydraulik führten zu weiteren Effizienzsteigerungen und damit Kraftstoffersparnis. Wir hatten bisher darüber gesprochen, welche 6-HP-Getriebe wann und in welchen BMW verbaut wurden. Wir haben das 6-HP mit dem 5-HP verglichen und die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten 6-HP-Generation besprochen. Im letzten Punkt geht es um den Aufbau des Getriebes. Bestand das 5-HP im Schnitt aus über 600 Einzelteilen, wurden beim 6-HP nur noch knapp über 400 verbaut. Aus welchen Einzelteilen besteht so ein 6-HP im Groben? Links in schwarz seht ihr die Einzelteile des Drehmomentwandlers. 6 das Getriebegehäuse, daneben in grau die Ölpumpe, in grün beide Planetenradsätze, ein Einfach- und ein Doppelradsatz, in grün eingefasst. Die 5 Kupplungspakete Anton, Bertha, Cäsar, Dora und die gefürchtete E-Kupplung in Orange, Blau der Flansch und 22 die Mechatronik in Pink. Vom Grundaufbau ähneln sich alle 5 Getriebetypen stark. Je Getriebe wurden zum Teil auch unterschiedliche Wandler verbaut. Meine Drehmomentangaben von vorhin beziehen sich pauschal auf die jeweils passend zum Getriebe verbauten Standardwandler. Im nächsten Video stelle ich euch das 8-HP vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. Gerne könnt ihr Anregungen und Wünsche in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen.